Wir haben auch eine Zuschauerfrage bekommen, und zwar von Katharina Ebinger. Sie fragt sich, wie kann Mobilität suffizienter werden? Ja, das ist, glaube ich, eine sehr, sehr entscheidende Frage, weil ich hatte ja gerade schon über Effizienz ein bisschen geredet, aber bei Suffizienz müssen wir natürlich eigentlich schauen, dass das an manchen Stellen auch bedeutet, weniger mobil zu sein, weil Suffizienz bedeutet ja allgemein Genügsamkeit, also dass ich ein gutes Leben haben kann, ohne dabei sehr, sehr viele materielle Ressourcen zu verbrauchen, also am Ende dann auch CO2 auszustoßen damit oder zum Beispiel Plastik zu verbrauchen. Und ich denke, das Wichtigste beim Thema Mobilität und Suffizienz sind Flugreisen, weil Flugreisen sind einfach vom CO2-Effekt her das Schlimmste, was man machen kann, leider. Obwohl man das vielleicht auch ja gar nicht so merkt, weil es so etabliert geworden ist mittlerweile in unserer Gesellschaft. Aber es ist viel wichtiger, möglichst wenig oder vielleicht sogar ganz auf Flugreisen zu verzichten, als jetzt am Wochenende irgendwie nur das Fahrrad zu nehmen. Also es ist überhaupt kein Problem umwelttechnisch, wenn man meinetwegen jetzt in Spreewald oder sowas fahren will und man möchte da zu irgendeinem abgelegenen See und dann leiht man sich halt ein Auto übers Carsharing. Da braucht aus meiner Sicht niemand ein schlechtes Gewissen zu haben. Sondern wo man ein sehr, sehr schlechtes Gewissen haben sollte, ist, wenn man zu einem Shopping-Wochenende nach Barcelona fliegt für 2 Tage, weil da steht einfach der materielle Ressourcenverbrauch, die Emissionen, die das verursacht, in keinem Verhältnis zu dem, was man dadurch jetzt gewinnt, irgendwie an Aufregungen. Aber da spielen zum Beispiel diese sogenannten symbolischen Motive auch wieder eine sehr große Rolle, weil wenn wir auf Facebook oder Instagram schauen, dann sind es ja oft auch die Fotos von den Reisen, die man dann postet, die man dort sieht in der Freundesliste. Auch ich, obwohl ich ja auch ein bisschen wahrscheinlich in so einer kleinen Filterbubble lebe von Leuten, die alle irgendwie Umwelt wichtig finden. Und trotzdem gibt es auch in meinem Freundeskreis viele Fotos in meiner Facebook-Timeline aus Portugal, wo man dann mal eine Woche zum Surfen hinfliegt. Und ich glaube, am Ende ist es halt sozusagen das Ausmaß, das entscheidend ist. Wir müssen nicht sagen, man darf gar nicht mehr fliegen, aber man sollte sich wirklich sehr genau überlegen, ob das notwendig ist und ob man nicht vielleicht auch das Bedürfnis, was dahinter steht, Urlaub zu machen, auch an einem anderen Ort, der etwas näher liegt, erfüllen könnte.